Richard Wagner war der Komponist, der mich zur Oper gebracht hat. Für mich war Oper als Kind, als Teenager, das war etwas sehr Eigenartiges. Und sehr viel eigenartiger Gesang und die Musik war mir etwas fremd. Und diese Art, mit Menschen kommen und singen dann Arie und dann wieder Recitativi, und das habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich einmal eine Oper von Richard Wagner gehört und war sofort in diese Welt gezogen. Eine völlig andere Musik, die ohne Stopp, ohne einzelne kurze Nummern, einfach, es beginnt und dann ist ein Fluss und es fließt wie das Leben. Und die Musik, die auch plötzlich nicht mit immer wieder Wiederholung und der Text nochmal und nochmal, sondern eine Geschichte wird wie im Leben erzählt, und das hat mich für die Oper begeistert. Die erste Oper von Richard Wagner war Walküre, und dieser Moment von den ersten Sekunden von Walküre, das war wie in dem Stück. Es beginnt mit einem Gewittersturm, und es war wie diese Bam, 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 es hat mich sofort hineingezogen und das ist besonders. Richard Wagner hat ganz besonders mit dem Klang der Wörter gearbeitet. Nicht nur mit dem Klang der Wörter, sondern auch mit dem Rhythmus der Wörter. Das heißt, die gesprochene Sprache gibt das Tempo der Musik bei Richard Wagner vor. Wenn ich zum Beispiel einen Text nehme von einer meiner Lieblingsrollen von Loge in Rheingold, dann ist der erste Satz ist ein schwieriger deutscher Satz: welchen Handel hätte ich geschlossen? Und wenn man diesen Satz normal in der deutschen Sprache spricht, dann heißt es: welchen Handel hätte ich geschlossen? Und die Musik in der Komposition ist dann: welchen Handel hätte ich geschlossen? So völlig natürlich. Eine pure, natürliche Herangehensweise aus dem Leben in die Musik. Und er benutzt auch sehr intensiv den Klang der Worte. Zum Beispiel vor allem im Ring, im Rheingold besonders, nutzt er die sogenannten Stabreime. Das sind ganz eigene Reimarten, wo er besonders die Konsonanten, zum Beispiel die Rheintöchter am Beginn der Oper beginnen ihre ersten Worte mit Weiher, Wager, Woge, du Welle, Walle zur Wiege, Weiher, ja, Weiher. Also ganz bewusst, wenn man diesen Klang von Weiher, Wager nicht nützt, dann ist es nur die Hälfte, und diese Weiher, Wager symbolisiert auch diese Wasserwelt, in der diese Wasserwesen weben und wabern. So, und so geht es weiter mit. Es kann nie passieren, dass bei Richard Wagner ein Wort wie Liebe schnell und hart musiziert wird. Genauso wie das Wort Hass wird
immer ganz in einer harten musikalischen Sprache gebracht. Und es ist immer eine Symbiose und es ist immer in der natürlichen Balance zwischen Inhalt des Textes und Musik. Meine am häufigsten oder am erfolgreichsten gesungene Rolle im Moment ist der Loge im Rheingold. Ich hatte das Glück und durfte diese Rolle von Wiener Staatsoper über die Bayerische Staatsoper in München, in Paris, an der Opéra Nationale de Paris, bei den Bayreuther Festspielen und auch an der Metropolitan Opera in New York interpretieren. Und das ist wahrscheinlich die interessanteste Rolle im Wagner-Kosmos für Tenöre, weil sie am vielschichtigsten ist. Von der emotionalen Seite ist jedoch meine Traumrolle der Lohengrin. Der Lohengrin, der für mich einer der menschlichsten Charaktere im Wagner-Kosmos ist. Er kommt in eine Welt, wird in eine Welt geschickt, sieht diese Frau und er strömt nur so vor Liebe für diese Frau und will eigentlich sogar seinen Auftrag vergessen dafür. Und die Art und Weise, wie Lohengrin mit seiner Angebeteten Elsa in dieser Oper in der Musik, also in der musikalischen Sprache kommuniziert, ist so unglaublich liebevoll und menschlich. Das berührt mich wirklich immer ganz, ganz tief am Herzen. Die Soufflöse oder der Souffleur sind für mich in diesem gesamten Entstehungsprozess von Oper unglaublich wichtig. Das beginnt in der Probenarbeit. Man ist natürlich fertig studiert, man kennt seine Partie, wenn man zu den Proben kommt, man hat es musikalisch studiert und weiß alles. Und dann kommt aber dieses Zusammensetzen von Musik und Drama, von Gesang und Schauspiel. Und in diesem Moment passiert es dann, dass selbst perfekt studierte Momente plötzlich einem entfallen sind. Man weiß es nicht mehr, weil man muss so viel Gedankenkraft in die Szene legen, wie ist die Emotion, wie ist der Kontakt mit den anderen Schauspielern, welche Bewegungen muss ich machen, dass die Musik plötzlich entfallen ist. Und in diesem Moment, wenn ich eine gute Soufflöse, einen guten Souffleur habe, dann genügt ein Blick und sie nehmen das sofort auf, wissen, er braucht Hilfe und der Text kommt und ich kann sofort weitermachen in einem Fluss. Ohne Soufflage wäre das nicht möglich. Ich müsste jedes Mal sagen, der Text ist mir entfallen, ich muss in die Noten sehen, wie geht die Linie, ach so, okay, wir können nochmal fortsetzen. Und durch die Soufflage ist ein ganz organisches, flüssiges Arbeiten möglich, weil jedes Mal, wenn man merkt, oder wenn die Souffleurin oder Souffleur merkt, er braucht Hilfe, es ist ihm etwas entfallen, dann kommt dieses Wort und es geht einfach fließend weiter. Und in der Aufführung gibt es dann immer wieder Momente, selbst wenn man perfekt studiert ist, wenn etwas passiert, ein Stuhl fällt um,
Oder vielleicht manchmal ist man sehr nah am Publikum und es kann passieren, dass es kommt jemand ins Theater und ist nach einem langen Arbeitstag ist vielleicht müde und sitzt dann in der zweiten Reihe und man sieht hinunter, wie er plötzlich vor Müdigkeit geht, was natürlich jedem Menschen passiert, aber solche Momente ziehen mich wie mit einem Seil aus der Rolle hinaus und nehmen Gedankenkraft und sind raus aus dem Stück hinein ins normale Leben. Und dann kann es passieren, dass einfach so der Text ist weg. Ich weiß nichts mehr. Und wenn man dann kein Souffleur hat, keine Soufflöse, wo man Hilfe bekommt durch einen Blick, und dann kommt der Text und dann bin ich wieder zurück in der Rolle, im Stück und es kann alles ungehindert weitergehen, ohne ein großes Drama, was ohne Souffleur vielleicht passieren könnte. Man braucht selbst als Muttersprachler auch die Unterstützung, ein Korrektiv von außen, ob die Sprache gut genug präsentiert ist, ob sie verständlich ist. Weil manchmal denkt man, man hat etwas gut artikuliert, aber die Person, die zuhört, sagt, diese T oder diese K, diese P, diese M, N konnte ich nicht verstehen und deshalb habe ich das Wort nicht verstanden. Und da unterstützt uns wieder die Soufflage, die sich Notizen machen und sagen, komm her, hier dieses Wort, ich konnte dich nicht verstehen. Und wenn ich dich nicht verstehe, versteht dich das Publikum auch nicht. Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Moment und eine Unterstützung für den Dirigenten. Diese Unterstützung geht auch so weit, dass Soufflösen und Souffleure nicht nur Worte geben, sondern eben auch uns Einsätze geben und sagen, Moment, Achtung, oder durch die lange gemeinsame Arbeit während 6 bis 8 Wochen Proben, Sie merken dann schon, hier kommt diese Stelle, da ist er immer etwas unsicher und dann, Sie wissen schon und sagen, Achtung, dieses Wort, jetzt. Musikalische Unterstützung durch Einsatz geben. Sie haben immer Kontakt mit Bildschirmen zum Dirigenten, um zu sehen, wie ist das Tempo. So, jetzt singst du, jetzt, Liebe, jetzt. Und diese doppelte Unterstützung, Textkorrektur, Texthilfe, musikalische Hilfe ist ganz wichtig und mit gutem Grund gibt es diesen Beruf des Souffleurs, der Soufflöse schon seit Anbeginn der Oper. Es gibt definitiv Unterschiede in der Wichtigkeit. Es gibt mehrere Komponenten, die das beeinflussen. Das erste ist, habe ich zum Beispiel eine Oper in russischer Sprache zu singen, kann ich diese Worte nur phonetisch lernen. Ich spreche kein Russisch, ich weiß, wie man es ausspricht, das heißt, ich muss es phonetisch lernen. Und in Kombination mit der Musik und mit der Szene ist das gut möglich. Aber man kann sehr leicht in einer Sprache, die man nicht spricht, durch ähnliche Wörter in einen falschen Satz geraten und man merkt es gar nicht. Da ist der Souffleur ganz besonders wichtig, sofort einzugreifen und sagen, Moment, du hast dich verirrt. Komm zurück, du musst dahin. Das heißt, die persönliche Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, ist ein Faktor. Und der zweite Faktor ist auch
die, unterschiedliche, die unterschiedlichen Fähigkeiten der Souffleure oder Soufflösen, die auch unterschiedliche Talente haben. Manche sind ganz besonders talentiert, den Text zu präsentieren, und andere sind auf der anderen Seite noch talentierter, die Einsätze so am Punkt zu geben, dass man immer perfekt richtig ist. Und diese Parameter dann kombiniert noch mit den unterschiedlichen Anforderungen in der Musik, das heißt bei Wagner ist es vielleicht wichtiger, weil die Opern auch viel länger sind, als vielleicht bei einer doch eher kürzeren Oper wie La Bohème. Ich denke, der erste Akt von Die Meistersinger von Nürnberg ist fast so lange wie die ganze Bohème. Na? Und schon alleine deshalb, wenn die Stücke länger werden, hat man viel mehr Text zu lernen. Kürzere Rollen, weniger zu lernen. Da ist dann auch der Souffleur vielleicht nicht so im Vordergrund wie bei diesen unglaublich langen Partien, wie auch zum Beispiel Tristan von Tristan und Isolde im dritten Akt. Man singt eine Stunde lang und die Texte sind sehr schwer, auch für deutschsprachige Muttersprachler sehr schwer zu lernen, sehr schwer zu verstehen. Manches muss man 3-4 Mal lesen, um es überhaupt den Inhalt fassen zu können und zu verstehen. Und dann das noch auswendig zu lernen, dann sind manchmal die Passagen sehr ähnlich und man kann sich leicht verirren, und dann hat man Gott sei Dank die Soufflöse, die einen hilft und unterstützt und mitnimmt und immer sagt, es ist wie ein Sicherheitsnetz. Ohne Soufflöse bei einem Unfall am Trapezseil, dann fallen wir in den Orchestergraben. Aber die Soufflöse ist da und fängt uns auf und wir können weitermachen. Die Frage, also es klingt sehr einfach zu sagen, ich studiere diese Partie und das sind 4 Stunden Musik und das lerne ich auswendig. Die Wichtigkeit der Unterstützung also die Kombination von Text, Musik, Bewegung und Optik, um etwas wirklich ganz tief quasi in sich zu bringen, um es, wie man es im Englischen sagt, to know it by heart, ja, wirklich auswendig zu können. Da braucht es alle diese Komponenten. Ja, also das heißt, um Musik wirklich letztendlich ganz tief zu lernen und zu wissen und zu fühlen und so auswendig gelernt zu haben, dass man sie interpretieren kann und sich in eine Rolle versetzen kann, muss man von der Struktur der Musik loskommen. Und das geht aber nur, wenn man so tief in die Musik eindringt, dass man die Struktur loslassen kann. Ansonsten, wenn ich nur ein Stück Musik mit dem Geist auswendig lerne, dann ist das sehr oft mathematisch. Man weiß 7 Takte so und dann es gibt diese Linie und dann gibt es 12 Takte so. Und wenn man in diesem Stadium bleibt, dann ist man in der Mathematik und nicht im Leben, nicht in der Kunst. Und da braucht es dann nicht nur den Text auswendig zu lernen, auch die Musik
Und diese zwei Komponenten werden unterstützt durch, was mache ich, bei welcher Musik, bei welcher Melodie fasse ich einen Tisch an, fasse ich meine Mitspieler an oder blicke ich ins Publikum, welche Schritte mache ich wann wo. Und alle diese Parameter fügen sich zusammen und sind so wie im Leben. Das Leben ist immer eine Mischung von Haptik, von Bewegung, von Düften, von Augenblicken, von Momenten, die man mit den Augen erfährt, von Akustik, und alles fügt sich zusammen und ist natürlich. Und erst wenn man alle Komponenten zusammen hat, kann man wirklich in eine Rolle versinken und sie auch authentisch interpretieren. Es gibt anders. Jeder Dirigent hat seine Persönlichkeit und seine persönliche Art zu dirigieren, zu unterstützen oder auch zu fordern. Es gibt Dirigenten, die sagen, du musst immer mit mir sein, jede Sekunde. Wenn du nicht mit mir bist, dann kann ich das, was ich ausdrücken möchte, nicht machen. Du musst mit mir arbeiten, damit meine Vorstellung von der Musik Wirklichkeit werden kann. Deshalb musst du mit mir sein. Hier im Orchester, alle anderen sind auch mit mir. Andere Dirigenten wiederum sagen, ich füge es zusammen. Wir erarbeiten es oder machen es zusammen und du gibst mir etwas und ich gebe dir etwas. Und es gibt eine Kommunikation, die wieder eine ganz andere Art von Musik hervorbringt oder Interpretation. Es ist dann eine wie soll man sagen, fast wie ein Kooperativ. In der anderen Seite hat man, wie ich nenne jetzt zum Beispiel den großen Genius Herbert von Karajan. Herbert von Karajan war immer der unumstrittene Leiter, dem alle gefolgt haben. Ein von mir sehr geschätzter Maestro war Peter Schneider, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. Er war wieder ein ganz anderer Mensch, eben mehr auf dieser kooperativen Ebene, dass wir sagen, wir machen es zusammen, gib mir, ich folge dir, ich helfe dir. Und so gibt es ganz unterschiedliche Momente und eben auch Herausforderungen, wo man manchmal auch vielleicht an seine Grenzen stößt. Sei das, wenn ein Dirigent sehr viel Freiheiten gibt, ist man gezwungen, auch viel mehr zu interpretieren und viel mehr eigene Kraft in eine Partie, in eine Darstellung zu legen. Auf der anderen Seite, wenn ein Dirigent sehr viel will und fordert und sagt, komm mit mir, muss man viel mehr von sich selbst aufgeben und an den Dirigenten weitergeben und die Gestaltung ihm nicht überlassen, aber die Führung ihm überlassen, was auch nicht unbedingt einfach ist immer. Das heißt, ich habe es schon immer wieder gesagt, es ist wie im Leben, haben wir auch bei den Dirigenten so viele verschiedene Charaktere, die in den unterschiedlichsten Konstellationen manchmal unterstützen, manchmal inspirieren, manchmal fordern, manchmal sehr genau sind und manchmal sehr auch vom Dirigat, vom Schlagbild vielleicht sehr nur eine fließende Bewegung
gar kein klares 3, 4, sondern nur ein Fluss, in den man sich einfügen muss oder den man benutzen muss als Künstler. Und ein anderer Dirigent, der wieder ganz klar zeigt, hier, jetzt und jetzt. Und ganz wie ein Bildhauer die Musik formt. Und das ist eigentlich auf der einen Seite manchmal anstrengend, aber auf der anderen Seite auch sehr schön. Die Möglichkeit, Opernaufführungen in Konzert wiederzugeben, sind für mich persönlich ambivalent. Es bietet für mich, für das Publikum vielleicht die Möglichkeit, viel tiefer in die Musik tauchen zu können, weil es keine optischen Ablenkungen gibt. Es gibt keine großen Bühnenbilder, keine bunten Kostüme, sondern es ist Musik pur. Ich selbst erfahre es manchmal so, dass mich opulente Bühnenbilder oder große Spektakel auf der Bühne, dass mein Auge, mein Gehör etwas bedrückt und mir sagt, diese Bilder sind wunderbar. Doch die Musik kann ich gar nicht mehr ganz erfassen, ob sie wirklich so wunderbar ist. Auf der anderen Seite, jetzt diese Ambivalenz, für mich als Darsteller ist es umso schwieriger, in einen Charakter zu versinken, in eine Rolle zu schlüpfen. Die Gesamtheit der Bühne ist für eine wirklich echte Verkörperung einer anderen Figur für mich sehr wichtig. Ohne diese zweite Haut, das Kostüm, das Make-up, die Perücke, die andere Welt, die sich um mich herum baut, bleibe ich, wenn ich im Frack im Konzert stehe, immer zu einem guten Teil bleibe ich Norbert Ernst, der gerade die Rolle Loge oder den Sigmund oder David oder Lohengrin singt im Konzert. Als Kunstform brauche ich beides. Die Oper ist Musik, Theater. Und im Optimalfall ist diese Frage Theater oder Musik geht zusammen und bildet eine Einheit und nichts stört das andere, sondern beides unterstützt einander und formt eine Einheit. Und Kulisse, Kostüm, Perücke, Schauspiel verschmelzen mit der Musik zu einer Einheit und bilden dann das große Wunderwerk Oper. Jedes für sich betrachtet ist ein Kunstwerk. Das ganz Große entsteht für mich besonders dann, wenn sich alle Künste gleichberechtigt vereinen. Wir haben in unserer heutigen Opernwelt viele kreative Kräfte, die vor allem auf der, ich nenne es jetzt auf der optischen Seite, kreativ wirken und neue Dinge schaffen, neue Kostüme, neue Ideen für Stücke.
neue, wunderbare Perücken, vielleicht Light Design, Lasershow, Rauch, Nebel, alles. Es gibt sehr viel Kreativität auf der optischen Seite. Und diese neuen kreativen Kräfte legen sich auf ein Kunstwerk, das schon existiert. Das vielleicht vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 50 Jahren von vielleicht 2 Künstlern, einem Schriftsteller, einem Komponisten, Komponistin, geschaffen wurden, gemeinsam, und so ein Stück zum Leben erweckt wurde mit einer Aussage, mit einer Geschichte, mit einem Hintergrund, wo 2 Künstler gesagt haben, wir wollen der Welt etwas sagen. Das heißt, ich habe hier die Präsentation des Bühnenkunstwerkes, die gültig ist und existiert. Und wenn ich jetzt ein vermeintlich zweites Kunstwerk darüber gebe und es damit ganz verdecke, sodass ich das erste Kunstwerk nicht mehr sehen kann, ist es dann eine Symbiose? Ist es dann eine Kooperation oder ist es dann eine Übernahme? Wie groß ist die Kunst, die ich mache, wenn ich ein Michelangelo übermale? Oder welches Gemälde auch immer. Das ist vielleicht ein interessanter Ansatz. Jedoch soll Kunst andere Kunst verdecken, um selbst Gültigkeit zu erlangen? Oder sollte sie diese Kunst existieren lassen in ihrer ursprünglichen Bedeutung und selbst etwas Neues schaffen? Vielleicht auch mit neuer eigener Musik, einer eigenen Musiksprache, eigenes Instrumentarium. Vielleicht nicht im Theater, vielleicht auf der Straße. In welcher Form immer. Jedoch der Respekt vor der künstlerischen Leistung möglicherweise schon verstorbener großer Künstler leidet für mich sehr, wenn man vermeintlich Neues, Kreatives über schon existierende Stücke darüber stülpt. Im Unterschied zu sagen, wir machen etwas Neues, ein neues Stück, ein neuer Titel, ein neues Libretto, eine neue Musik. Erst muss ich sagen, dass Loge ein sehr, sehr interessanter Charakter ist und vor allem auch dankbar. Loge ist wahrscheinlich der Charakter in den Wagner-Tenören zumindest, den man auf die unterschiedlichste Weise interpretieren kann. Er kann böse sein. Er kann ganz unschuldig sein. Er kann ganz liebevoll sein. Er kann ein hinterlistiger Gauner sein. Alles möglich. Ich nehme zum Beispiel Sigmund. Sigmund kann kein Gauner sein. Sigmund ist nicht böse. Sigmund ist immer Sigmund. Aber Loge ist wie ein Element, wie das Feuer. Er kann immer anders sein. Manchmal eine kleine brennende Kerze und dann wieder ein Vulkan.
Und das macht die Rolle so unglaublich dankbar. Und was mich als Person betrifft, versuche ich jede Rolle und auch den Loge als Hauptrolle in einem Film zu sehen. Das mache ich auch bei kleinsten Rollen. Wenn die kleinste Nebenrolle, die eigentlich 2 Stunden auf der Bühne nur in einer Ecke steht und schaut, dann ist diese Hauptrolle in diesem Film eine Person, die 2 Stunden in einer Ecke steht und schaut. Deshalb kann man nie, auch nur eine Sekunde, nicht in der Rolle sein. Man ist immer die zentrale Figur. Und wenn ich nun als Loge auf die Bühne komme, ist für mich auf der Bühne ist es keine Darstellung. Es ist nur Sein. Man muss es einfach leben. Und dann, wie gesagt, manchmal vielleicht lustig, vielleicht ganz böse. Aber dieser Film geht immer weiter. Und die Rolle denkt nicht. Die Rolle ist. Sie existiert. Die Bayreuther Festspiele und das Festspielhaus Bayreuth sind so etwas Besonderes, dass es das wirklich, man kann das so sagen, das gibt es nur einmal in der Welt. Ein Theater, das sich ein Komponist nur für seine Stücke bauen ließ, das heute noch genau in der exakt gleichen Art und Weise mit demselben Holzfußboden, nichts ist verändert. Und seit der Zeit Richard Wagners kommen jedes Jahr im Sommer Künstler zusammen und präsentieren immer dieselben Werke, die von Komponisten dafür gedacht wurden. Das ist so einzigartig, dass es, ohne blasphemisch werden zu wollen, es hat etwas von einem Ritus. Es ist eine Nachfolge. Wenn Jesus zu den Aposteln gesagt hat, macht das, wiederholt das, brecht das Brot, teilt das Brot. Wenn man eingeladen wird, in Bayreuth zu singen, hat das etwas von, ich tue das in einer langen Reihe, und wenn ich diese Reihe zurückgehe, dann bin ich bei der Uraufführung von Rheingold. Und Richard Wagner steht unten und dirigiert selbst. Und das existiert sonst nirgends. Das ist ganz einzigartig. Und der Platz selbst ist mit seiner besonderen akustischen Situation auch so etwas Besonderes. Ich hatte wirklich das Glück, schon in nahezu allen großen, wichtigen Opernhäusern der Welt zu singen. Aber dieses Erlebnis, dieses akustische Erlebnis, auf dieser Bühne zu stehen, und wenn diese Welle von Klang aus dem Orchestergraben über einen hereinbricht und man steht da wie in einer Schalldusche. Wow, das ist ein unglaubliches Erlebnis und das kann man nur dort erleben. Und man fühlt viel mehr als in anderen Opernhäusern, wo ein bisschen eine Distanz zwischen dem Orchestergraben und der Bühne besteht, wie sich der Klang
des Orchesters mit dem Klang der Stimme vermischt. Es gibt dann auch noch die optische Komponente, diese antike Arena, die Richard Wagner bauen ließ, wenn man auf dieser Bühne steht und der unglaublich riesige, schwere Vorhang geht auf. Und man sieht ja, das ist ein unglaubliches Gefühl und man hat in diesem Opernhaus das Gefühl, dass man jedes Augenpaar sehen kann. In klassischen Opernhäusern entsteht dieses Gefühl nicht. Man sieht, ach, es sind viele Menschen. Aber durch diese stark ansteigende antike Arena sieht man jeden einzelnen Kopf, jedes Augenpaar und kann mit jedem im Zuschauerraum Kontakt aufnehmen. Und das ist die zweite wirklich ganz, ganz große, besondere Attraktion. Ich denke nicht nur für uns auf der Bühne, sondern auch für das Publikum. Man merkt es, man hat die Verbindung. Man ist Teil. Und auch dadurch, dass das Haus, da es so zu, ich sage 95% aus Holz gebaut ist, das gesamte Haus ist ein Instrument und alle sind in diesem Instrument und funktionieren als Instrument. Orchestermusiker, Sänger, Dirigent und Publikum sind Teil dieses großen Instrumentes im Moment einer Vorstellung und das macht es besonders.